Heute geht es um meinen Hund Jem. Viele kennen ihn ja, meinen Labrador, den ich schon viele Jahre habe, seit 5 Jahren ganz genau. Und vor einigen Tagen habe ich also hier gesehen, dass hier auf der Terrasse immer Blut lag. Und dann habe ich mal die Pfoten nachgeguckt und habe dann festgestellt, hier habt ihr mal ein Bild. Er hatte schon so ein kleines Geschwür, Karzinom, glaube ich, nennt man sowas, hatte er gehabt. Und darunter hatte sich jetzt in ganz kurzer Zeit, also in ein paar Monaten, noch eins gebildet. Und das, wenn er also hier auf dem Asphalt geht oder auf dem Beton, das hat sich dann geöffnet und blutete. Und jedes Mal, also wenn er zurückkam, dann war dann also hier alles voll Blut. Haben mir natürlich irre Gedanken gemacht, da er ja jetzt eingeschränkt ist, damit rumzulaufen, bin da mit den Fotos zu unserem Tierarzt gegangen. Da war ich ja auch schon mal, der hat ihn ja auch mal betäubt, um die Krallen zu schneiden. Das kann ich mal hier oben verlinken, weil da an die Füße lässt er gar keinen ran, habe ich ja keine Chance, die zu schneiden. Naja, und habe also dem die Bilder gezeigt. Der hat erstmal geschluckt. Im Nachhinein hat er mir erklärt, wieso, weil das eine sehr schwierige Operation ist an den Füßen, weil wenn das da rausgeschnitten wird, erstens, wir wissen nicht, ob es jetzt auch bösartig ist, also Krebs ist. Und er sagte, oder die sagte, sie hat da kein Material, um das nachher zusammenzunähen, dass die Wunde geschlossen wird, weil die ja schon ziemlich groß ist da zwischen den Zehen. Und es könnte auch sein, dass dann ein Fußzeh entfernt werden muss, damit man genügend Material hat. Wenn man hier also so eine Haut hat, dann kann man das ja die Haut zusammenziehen und dann schließt sich das. Die müssen die jetzt schließen. Die Füße braucht er ja und überall läuft er mit rum, und wenn da eine offene Wunde ist, dann ist es sowieso aus. Also hier in den Tropen eine offene Wunde zu haben, ein Bekannter, der ist letztes Jahr daran gestorben, dass er eine offene Wunde am Bein hatte und eine Infektion hat er reinbekommen, der ist daran gestorben, der war Mitte 40. Ja, jedenfalls, die hat mir das dann soweit erklärt, dass es also eine schwierige Operation ist, das da rauszukriegen. Und wie ich dann die Operationskosten erfahren habe, bin ich fast umgefallen. Die wollte also 40.000 Baht für die Operation haben. Meine Ex-Frau, der gehört ja auch der Hund, die wollte den ja, die Anna. Mit der hatte ich dann schon gesprochen. Die sagte also, wenn das so sein muss, dann okay, jeder bezahlt die Hälfte. Das sind ja fast 600 € für jeden. Ja, das hat mich aber nicht in Ruhe gelassen. Da bin ich zum nächsten Tierarzt hier gefahren. Ich glaube, wir haben hier auf unserer Insel 5 insgesamt. Und bei dem zweiten, da war ich früher gewesen, aber der war ein bisschen zu weit weg für uns immer. Und dann ist man eben halt aus Faulheit immer zum nächstgelegenen gefahren. Da bin ich zu dem gefahren. Der hat sich das dann angeguckt, der sagte, ja, erst müssen wir mal Blut untersuchen, wieso hat der das denn eigentlich? Ja? Dann sagt er, müssen die Impfungen nachgeguckt werden, ob die okay sind. Ich weiß nicht wieso, was das damit zu tun hat. Ja, jedenfalls, das wollte er machen. Aber dann kamen wir dann auf eine Operationskosten komplett mit allen 9.000. Und 9.000 hört sich ja schon ganz anders an als 40.000. So, wie ich jetzt weiter vor, morgen wird Jem mitfahren. Ich werde dann auch die Impfbücher mitnehmen. Da hat er nämlich Wert drauf gelegt, und dann soll der Arzt sich das mal angucken, was er da machen kann und ob er was machen kann. Das ist ja auch die Frage. Oder wir lassen es so, und dann ist das eben halt damit verbunden, dass das blutet und eine Infektion kommt dann rein. Ist also im Moment alles offen. Er sagte auch, er könnte das zum Labor schicken, ob er Krebs hat. Aber das sind zwar nur 1.500 Baht, sagte er, aber das will ich gar nicht wissen. Wenn er wirklich jetzt Krebs haben sollte, kann ich ja sowieso nichts dran machen.
dann mache ich mir ja richtig Sorgen darüber, dass es also nicht mal lange mit ihm, dass er nicht lange da ist. Und dann machen wir wohl den Operationstermin und dann fängt er ja erstmal das Schauspiel an hier, wenn er das verbunden hat. Wie kommt er denn jetzt hier runter? Der wiegt 52 Kilo. Ja, das ist viel, aber er hat ein Stockmaß von fast 70 Zentimeter. Er ist ein außergewöhnlich großer Labrador. Ich habe hier schon andere Labradore gesehen, das sind Zwerge gegenüber dem. Also die 52 Kilo, das Kampfgewicht von ihm, ich will nicht sagen, ist normal. Könnte bestimmt auch ein paar Kilo weniger haben, genauso wie ich. Und dann sehen wir mal weiter. Ich hoffe, dass das dann ja, geklärt wird und dass der Arzt das dann dementsprechend operieren kann. Sehen wir morgen mal weiter. Ist ja klar, dass ich den Cem nicht in mein wunderbares Auto einfach hinten auf dem Rücksitz setze. Da habe ich ja vor meiner großen Reise in den Norden diese Einlage hier gekauft. Man glaubt nicht, die hat nur 700 Baht gekostet. Und die passt genau hinten rein, die ist auch wasserdicht, muss ich sagen. Und also wenn mal der Wassernapf umfällt, dann ist da kein großartiges Malheur. Das kann man dann anschließend so rauskippen. Bin ich also super mit zufrieden. Einfach auch in der Handhabung. Das kommt jetzt auf die Rückseite. Ja, dann packen wir erstmal die Mittelkonsole nach hinten. Und dann hat er auch hier, irgendwo ist ein Sichtfenster nach vorne hier. Ja, dann haben wir es richtig. Einmal hier. Und dann sind hier so Verschlüsse, die werden um die Kopfstützen rum festgemacht. Ups, das war falsch rum. Nämlich hier sind so Halter, die werden in den Sitzecken eingeklemmt, damit das auch schön ja, hier drin passt. Das müsste aber richtig sein. Ja, da ist das Sichtfenster und die Dinger, die kommen hier einfach dazwischen. So, und jetzt hier einmal festmachen. Wenn ich jetzt noch finde, dann werde ich mal einen Link von Lazada unter meinen Film bringen davon. Vielleicht ist der eine oder andere auch daran interessiert, wenn er mit seinem Hund durch die Gegend fährt, das zu haben. Also so. Und hier können wir zumachen. Einmal. Und hier können wir zumachen. So. Und das ist dann der Platz von Cem. Da freut sich einer jetzt. Hier, komm hier. Ja. Ja, der weiß das schon. So, dann muss ich ihm die Vorderläufe hoch tun. Einmal, ja, einmal hier. Und jetzt sehen wir nicht mehr auf Weltreise. Er weiß es ja noch nicht. Jetzt geht es zum Onkel Doktor. Hä? So, jetzt hoffe ich nur, dass der Onkel Doktor auch Ja sagt zum Filmen. Würde ich mal mit ihm sprechen, dass das vielleicht ein Vorteil ist. Er soll ein guter Arzt sein. Ich hatte nämlich im Sprechzimmer mit welchen gesprochen, die schon jahrelang bei ihm sind. Vom Preis her ist er ja ange 9.000 Baht für die Operation mit dem ganzen Drumherum. Und wenn er qualitativ auch so gut ist, aber auf jeden Fall muss es gemacht werden. Ja, ich stehe jetzt hier beim Tierarzt, habe natürlich gefragt, wie immer, ob ich filmen darf. Er hat kategorisch Nein gesagt. Hier wird nicht gefilmt, muss man natürlich respektieren. War mit Cem dort gewesen und eine Blutuntersuchung ist gemacht worden. Er ist ready zu einer Operation.
Die Operation kann er jetzt noch nicht komplett planen. Also das ist ganz nah, die zwei Geschwüre sind ganz nah am Fußnagel. Und er sagte, wenn er den Fußnagel auch mit entfernen muss, dann wird er im Gelenk ein Problem haben, weil die Balance darüber gehalten wird. Und dann wird das viel mehr strapaziert und ein höherer Verschleiß ist auch da. Das ist genauso, wenn bei uns die Füße vorne, die Zehen weg sind, dann können wir nicht mehr balancieren. Und das ist auch bei den Hunden so. Und das muss sehr dramatisch sein bei denen. Er versucht also die zwei Objekte, die da sind, zu entfernen. Er hat mich gefragt, ob ich wissen will, ob das Krebs ist. Ich habe abgelehnt, weil ich kann ihn sowieso nichts ändern. Sollte er Krebs haben, dann müssen wir damit leben und ich kann ja keine Chemotherapie mit ihm machen. Er soll das noch, ich gehe davon aus, er hat es nicht. Man soll nicht immer den Teufel an der Wand malen. Wir werden die Operation machen am 1. Mai. Ich muss ihn morgens um 10 Uhr hinbringen, um 5 Uhr kann ich ihn wieder abholen und dann sehen wir mal weiter. Da wird natürlich ein bisschen schwierig mit uns beiden, wenn er mal Pipi machen muss. Er muss ja die Treppen runter, auch mit diesem Bein. Ich kann ihn nicht tragen. Er ist aktuell 47 Kilo, er hat also 5 Kilo abgenommen. Hallo, wenn ich das auch mal könnte. Und ja, jetzt gehen wir zurück nach Hause und warten auf diesen Termin. Ja, das soll es von uns beiden gewesen sein. Der Jem weiß gar nicht, was auf ihn zukommt. Aber wie es jetzt ist, dass er, wenn er spazieren gegangen ist, anschließend eine blutige Pfote hat, das soll dann jetzt aufhören. Und wir sehen uns an dem Tag, wenn ich ihn zur Operation hinbringe. Tschüss.